Gilberto Ventura war ein Krimineller mit einer langen kriminellen Vergangenheit. Er floh aus einem Gefängnis in der Dominikanischen Republik und landete in Panama, wo er ein Leben im Untergrund führte und weiterhin Verbrechen beging, weil er davon überzeugt war, niemals verhaftet zu werden. Für seine neuen Straftaten nahm er die Hilfe seines Freundes Alcibiades in Anspruch. Gemeinsam nahmen sie 5 jungen Menschen das Leben. Gilberto Ventura Ceballos wurde am 6. Juli 1975 in der Dominikanischen Republik geboren. Er kam am 15. Juli 2008 mit einem 3-monatigen Visum nach Panama, um das Land kennenzulernen. Er floh vor der Justiz seines Heimatlandes. Darüber hinaus reiste er mit gefälschten Dokumenten nach Panama ein, in denen er unter dem Namen Fermín Antonio Tavares Ramírez geführt wurde. Dies waren nicht die einzigen Identitäten, die der Mann verwendete. Seiner kriminellen Vergangenheit in der Dominikanischen Republik zufolge nutzte er für seine Straftaten auch den Namen Fermín Antonio Tavares. Darüber hinaus wurden 3 weitere Ausweise kolumbianischer Herkunft gefunden: Jeffery Herrera Ceballos, Ángel Betancourt und Carlos Alberto Agri Valencia. Mithilfe dieser Identitäten baute er sich eine umfangreiche kriminelle Vergangenheit in der Dominikanischen Republik auf. Sein Ziel war die chinesische Gemeinschaft des Landes. Im Jahr 2003 betrog er laut seinen Akten die Eigentümer einer Hochschule um 88.000 dominikanische Pesos. Für diesen Betrug wurde er festgenommen und verbrachte mehrere Wochen im Gefängnis. Später, im Oktober 2004, wurde er erneut verhaftet und zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er den chinesischen Händler Wonny Ho Won entführt hatte, dessen Familie ihm eine $500.000 dominikanische Pesos gezahlt hatte. Gilberto hatte den Händler entführt, indem er sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Dabei half ihm ein pensionierter Soldat, der das Opfer mit einer Pistole bedrohte. Wie der Händler nach seiner Freilassung berichtete, wurde er während seiner Gefangenschaft nicht körperlich misshandelt. Allerdings wurde er schwer psychisch misshandelt, da man ihm täglich mit dem Tod drohte. Als der Mann freigelassen wurde, ließ man ihn ohne jede Hilfe in einem Gebüsch in einer abgelegenen Gegend zurück. Gilberto wurde, wie bereits erwähnt, festgenommen und vor Gericht gestellt, verbüßte seine Strafe jedoch nicht, da er am 30. November 2004 aus dem Gefängnis floh. Er versteckte sich mehrere Jahre lang in der Dominikanischen Republik, doch er hatte ständig das Gefühl, dass die Polizei ihn dort jederzeit festnehmen könnte und entschloss sich daher, nach Panama zu gehen. In Panama angekommen, benutzte Gilberto weiterhin seinen falschen Namen Fermín. Mit dessen Hilfe eröffnete er ein Bankkonto und begann, als Verkäufer in einem Geschäft zu arbeiten. Nach einiger Zeit lernte Gilberto eine Frau kennen, in die er sich sofort verliebte und die er kurze Zeit später heiratete. Während seiner Arbeit in diesem Geschäft lernte er einen Mann namens Alcibiades kennen. Einige Monate später, nachdem sie gegenseitiges Vertrauen aufgebaut hatten, erklärte Gilberto, dass er ein Angebot für ihn habe. Der Plan bestand darin, erneut die chinesische Gemeinschaft anzugreifen, diesmal jedoch in Panama. Er wollte Kinder chinesischer Geschäftsleute entführen und ein hohes Lösegeld fordern. Gilberto schlug seinem Freund vor, sich an diesem Plan zu beteiligen, und dieser willigte sofort ein. Doch dies war nicht das erste Verbrechen, das Gilberto in Panama begehen wollte. Er hatte bereits wegen Betrugs Probleme mit der Polizei gehabt. Für dieses Delikt kam er nicht ins Gefängnis, da er sich mit dem Mann, den er betrogen hatte, einigte. Dennoch suchte er weiterhin nach Möglichkeiten, durch Straftaten schnell an Geld zu gelangen. Alcibiades Méndez wurde am 1. Mai 1968 geboren. Er kam an einem unbekannten Tag nach Panama und eröffnete 2 Kioske für den Verkauf von Mobiltelefonen. Er hatte Probleme mit den Behörden des Landes wegen nicht gezahlten Unterhalts sowie wegen verschiedener Betrugsdelikte, genau wie Gilberto. Doch gegen ihn wurden keine konkreten Maßnahmen ergriffen. Wie bereits erwähnt, wurden Alcibiades und Gilberto nach mehreren Gesprächen und nachdem sie ausreichend Vertrauen aufgebaut hatten, zu Partnern. Das erste Opfer dieser beiden Männer war Yesenia Argos Luo, die 3. Tochter der Besitzer eines bekannten Geschäfts in La Chorrera. Yesenia war eine sehr zielstrebige Studentin der Technischen Universität und erzielte hervorragende Leistungen. Ihr Traum war es, beim panamaischen Fernsehen zu arbeiten. Von klein auf verband sie ihr Studium mit der Mithilfe im Laden ihrer Eltern. Alle Ladenbesitzer in der Gegend kannten und schätzten sie.
Nach Angaben der Ermittler planten die beiden Männer mehrere Monate lang alle ihre Verbrechen, bis sie am 20. Oktober 2010 mit deren Umsetzung begannen. Wie bereits erwähnt, war Esenia das erste Opfer. Sie verließ das Haus ihrer Eltern, das sich im Obergeschoss ihres Ladens befand, stieg in ihr Auto und fuhr zur Universität. Es war sehr früh am Morgen, daher waren nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Um Esenia zu entführen, nutzten die Männer 2 Autos. Eines gehörte Alcibiades, das andere hatten sie gemietet. Sie folgten der jungen Frau, bis sie sich etwa 1 Kilometer vor ihrer Universität befand. In diesem Moment fuhr Alcibiades rückwärts in ihr Fahrzeug und stieg aus. Sie hielt an und kurbelte das Fenster herunter, als sie den Mann erkannte, da er ein Geschäft für den Verkauf von Mobiltelefonen betrieb, das dem ihrer Eltern sehr ähnlich war. Sie kannte ihn gut. Esenia vertraute dem Mann, bemerkte jedoch nicht, dass sich hinter ihr ein weiteres Fahrzeug befand, aus dem Gilberto mit einer Pistole ausstieg. Er richtete die Waffe auf sie und zwang sie, in sein Auto einzusteigen. Anschließend verließen sie den Ort und brachten sie in ein Haus. Es handelte sich um ein gemietetes Haus in der Gegend von El Trepeta. Dort angekommen, sperrten die Täter Esenia im Badezimmer ein und fertigten eine Videoaufnahme an, um von ihrer Familie ein Lösegeld in Höhe von $200.000 zu fordern. Diese Summe war zu hoch und die Angehörigen konnten nicht den gesamten Betrag aufbringen, sondern lediglich $25.000. 2 Tage nach der Entführung, am 22. Oktober, nahm Gilberto Esenia das Leben. Er bat Alcibiades, das Haus zu verlassen und einige Feuerwerkskörper zu zünden. Als dieser zurückkam, stellte er fest, dass Gilberto sie bereits getötet hatte. Die Explosionen der Feuerwerkskörper sollten die Schussgeräusche überdecken. Danach gruben sie ein flaches Grab, legten den Körper von Esenia hinein und begannen, ihn mit Erde zu bedecken. Nachdem Gilberto das Opfer getötet hatte, brach der Kontakt zwischen den Entführern und der Familie ab. Offenbar wussten die Angehörigen nicht, was geschehen war, und in der Hoffnung, dass Esenia noch am Leben sei, druckten sie Plakate und brachten diese in der Nähe ihres Wohnhauses sowie in anderen Stadtteilen an. Leider gab es keine Hinweise, die zu einem Ergebnis führten. Die Familie erklärte gegenüber den Medien, dass sie beim ersten Anruf wegen der Entführung zunächst geglaubt habe, es handle sich um einen schlechten Scherz. Als sie jedoch die Aufnahme mit der jungen Frau erhielten, sei ihnen der Ernst der Lage bewusst geworden. Danach hörten sie, wie bereits erwähnt, über mehrere Monate hinweg nichts mehr von Esenia. Nach dem ersten erfolglosen Entführungsfall schlugen die Männer etwa 1,5 Monate später erneut zu. Diesmal war das Opfer der 27-jährige Yonglin Wu, der ein eigenes Geschäft besaß. Er traf sich mit Alcibiades, um einen Kaufvertrag über mehrere Mobiltelefone abzuschließen, die dieser ihm angeboten hatte. Sie trafen sich im Haus des Mannes, um den Kauf abzuwickeln, doch das Ganze stellte sich als Betrug heraus. Es handelte sich um einen Plan, den Alcibiades und Gilberto ausgearbeitet hatten, um ihn zu entführen. Alcibiades brachte ihn mit einer List dazu, in das Auto zu steigen, in dem Gilberto Ventura saß. Sie überwältigten ihn mit einer Pistole, fesselten ihn und knebelten ihn. Anschließend brachten sie ihn in dasselbe Haus, in dem Esenia getötet worden war, zogen ihn aus dem Fahrzeug, legten ihn in einen Wassertank, um keinen Verdacht zu erregen, und platzierten ihn in einer Grube unter dem Küchenboden. Danach zwangen sie ihn, ein Video mit einer Lösegeldforderung aufzunehmen. Dieses Mal war die verlangte Summe höher. Sie forderten $400.000. Yongs Ehefrau Anna Rosa konnte lediglich $83.000 aufbringen und während der Verhandlungen erklärte Gilberto sich bereit, den Austausch durchzuführen. Allerdings hielt nur Anna Rosa ihren Teil der Abmachung ein. Sie, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem zweiten Kind schwanger war, brachte das Geld zu einer Brachfläche. Die Entführer erklärten ihr, dass ihr Mann innerhalb weniger Stunden freigelassen werde und zu seiner Familie zurückkehren könne. Die Frau wartete. Zu diesem Zeitpunkt war Yonglin Wu jedoch bereits getötet worden. Die Männer gingen dabei genauso vor wie im Fall von Esenia. Sie zündeten Feuerwerkskörper, um die Schüsse zu überdecken, und begruben ihn an derselben Stelle. Die Frau wartete weiter auf ihren Mann, der jedoch nie zurückkehrte. Da diese Entführung für sie erfolgreich verlaufen war, teilten die Verbrecher das Geld unter sich auf. Doch sie wollten mehr. Sie begannen, eine weitere Entführung zu planen. Das nächste Opfer
war der 19-jährige Sami Sen Chen, der älteste von 3 Söhnen eines bekannten Geschäftsmannes in La Chorrera. Die beiden begannen, den jungen Mann zu beobachten, konnten dabei jedoch nicht unauffällig vorgehen, sodass einige Personen auf sie aufmerksam wurden. Am 6. September 2011 rief jemand die Polizei an und meldete die Anwesenheit verdächtiger Fremder in der Gegend. Die Polizei reagierte auf den Hinweis und nahm die Verdächtigen fest, fand jedoch keinen ausreichenden Grund, sie in Gewahrsam zu behalten und ließ sie wieder frei. Entgegen allen Erwartungen hielt dieses Eingreifen die Täter nicht auf. Bereits am nächsten Tag wiederholten sie dieselbe Vorgehensweise wie im Fall von Esenia. Am frühen Morgen rammten sie Samis Auto, als er auf dem Panama Highway unterwegs war, doch diesmal verlief nicht alles wie geplant. Der junge Mann war nicht allein. Er befand sich zusammen mit seiner Freundin Georgina und seinem Kindheitsfreund Joel Mauricio Luwong im Fahrzeug, mit dem er sowohl die Highschool als auch die Universität besucht hatte. Georgina studierte Ingenieurwesen und war seit 11 Monaten mit Sami zusammen. Obwohl diese Situation für die Täter unerwartet war, entschieden sie sich dennoch, ihren Plan umzusetzen. Die Männer fesselten die 3 jungen Menschen, klebten ihnen den Mund zu und bedrohten sie mit 2 Pistolen, bevor sie in ihr Fahrzeug setzten. Anschließend brachten sie in das Haus, in dem bereits die ersten Opfer getötet worden waren. Wie üblich sollte Gilberto den Kontakt zur Familie aufnehmen und versuchen, das gesamte Lösegeld zu erlangen, während Alcibiades auf die 3 Entführten aufpassen sollte. Doch bei dieser Tat lief etwas schief. Sie waren zu dritt gegen einen und die jungen Männer beschlossen, dass sie möglicherweise fliehen könnten. Sami versuchte als erster zu fliehen, woraufhin Alcibiades ihm mit einem Messer ins Bein stach. Die Verletzung erwies sich als tödlich und der junge Mann starb an starkem Blutverlust. Georgina, seine Freundin, hatte kein besseres Schicksal. Sie wurde lebendig in demselben Grab neben ihm begraben. Als Gilberto davon erfuhr, entschied er, dass es am sinnvollsten sei, Joel zu benutzen, um Lösegeld zu fordern. Dennoch wandten sie sich mit ihrer Forderung nicht an Joels Familie, sondern an Samis Familie. Nachdem er eine Nachricht für diese aufgenommen hatte, wurde auch er neben seinen Freunden lebendig begraben. Samis Familie zahlte das geforderte Lösegeld jedoch nicht. Die Täter verlangten $4 Millionen, einigten sich später jedoch auf $160.000. Samis Vater berichtete später, dass er letztlich nichts gezahlt habe, da die Männer sich weigerten, Beweise dafür vorzulegen, dass sein Sohn noch am Leben sei. Deshalb sei er zu dem Schluss gekommen, dass Sami bereits tot war und habe die Verhandlungen abgebrochen. Die Entführer gaben ihm jedoch eine entscheidende Information. Sie sagten, er solle das Geld auf einem Brachgelände hinterlassen, auf dem mehrere rote Taschen liegen würden. Samis Vater begab sich daraufhin zu nahegelegenen Geschäften und fragte, ob jemand eine ungewöhnlich große Anzahl roter Taschen gekauft habe. Dabei gelang es ihm, eine Videoaufnahme aus einer Überwachungskamera zu erhalten, auf der ein Mann zu sehen war, der diese roten Taschen kaufte. Er erkannte ihn sofort. Es war Alcibiades Mendes, den Samis Vater gut kannte. Nachdem die Familie des Entführten den Täter identifiziert hatte, übergaben sie diese Information der Polizei und die Beamten konnten ihn festnehmen, als er sich im Haus seiner ehemaligen Partnerin Ines Torres aufhielt. Zu diesem Zeitpunkt war Gilberto Ventura bereits aus dem Land geflohen. Alcibiades gestand schnell und schilderte detailliert alle Verbrechen, die er gemeinsam mit seinem Komplizen begangen hatte. Er gab auch den Aufenthaltsort der Leichen der entführten jungen Menschen preis, sodass die panamaische Polizei sie finden konnte. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass Je an einer Schussverletzung am Kopf gestorben war. Sami starb an einer Verletzung der Oberschenkelvene, die zu starkem Blutverlust führte. Seine Freundin Georgina und sein Freund Joel starben durch Ersticken, nachdem sie lebendig begraben worden waren. Alcibiades bestritt seine Beteiligung an den Taten nicht und entschuldigte sich sogar bei den Familien der Opfer. 2 Monate nach der Festnahme seines Komplizen wurde auch Gilberto Ventura gefasst. Der Mann hatte sich in seiner Heimat, der Dominikanischen Republik, verborgen gehalten. Er hatte mehrere Maßnahmen ergriffen, um nicht erkannt zu werden. Er hatte seine Haare sehr hell gefärbt und als er gefasst wurde, wies er mehrere Narben an den Fingerspitzen auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich diese Verletzungen selbst zugefügt hatte, um zu verhindern, dass seine Fingerabdrücke im System erkannt werden.
Nach der Festnahme von Gilberto Ventura Ceballos erklärten die Behörden der Dominikanischen Republik, dass sie ihn nur ausliefern würden, wenn die panamaischen Behörden zusicherten, ihn nicht zu einer Haftstrafe von mehr als 30 Jahren zu verurteilen, da dies die Höchststrafe ist, die in der Dominikanischen Republik verhängt werden kann. Schließlich einigten sich beide Länder und Gilberto wurde nach Panama überstellt, um sich dort vor Gericht zu verantworten. Im Gegensatz zu Alcibiades bestritt Gilberto stets seine Beteiligung an den Taten und behauptete, die wahren Täter seien Angehörige des panamaischen Militärs gewesen. Neben diesen beiden Männern wurden mehrere weitere Personen festgenommen, die Geld aus der zweiten Entführung erhalten hatten. Dabei handelte es sich um Inés Torres, die ehemalige Partnerin von Alcibiades, Dalmira Torres, die Schwester von Inés, sowie um die Stieftochter des Mannes. Sie alle waren an den schweren Straftaten beteiligt, da sie für die Geldwäsche verantwortlich waren. Am Tatort fanden die Ermittler außerdem Handschellen, Patronen und mehrere 100-Dollar-Scheine. Die Ermittlungen in diesem Fall verliefen äußerst schleppend. Im September 2015, 4 Jahre nach der Entdeckung der Leichen und ohne erkennbare Fortschritte in den Ermittlungen, hielt die chinesische Gemeinschaft eine Gedenkmesse für die Opfer ab. Dort erklärte der Präsident der chinesischen Vereinigung Panamas, man fühle sich von den Behörden betrogen, da diese eine gründliche und zügige Untersuchung versprochen hätten, jedoch über Jahre hinweg keine Ergebnisse erzielt worden seien. Er berichtete zudem, dass die Angehörigen einiger Opfer infolge der Tragödie gezwungen gewesen seien, ihre Geschäfte zu verkaufen und mit gesundheitlichen Problemen sowie Alkoholmissbrauch zu kämpfen gehabt hätten. Zur gleichen Zeit hatte Gilberto nicht die Absicht, sich der Justiz freiwillig zu stellen. Er war bereits zuvor aus einem Gefängnis in der Dominikanischen Republik geflohen und plante nun, dasselbe in Panama zu tun. Im Dezember 2016 gelang ihm während eines angeblichen Treffens mit seinem Anwalt die Flucht aus dem Gefängnis, indem er sich als Frau verkleidete. Bei dieser Flucht kam es zu mehreren Unregelmäßigkeiten. Gilberto befand sich in einem Hochsicherheitsgefängnis, doch aus bislang ungeklärten Gründen beantragte der Leiter dieser Einrichtung, ihn für das Treffen mit seinem Anwalt in ein anderes Gefängnis mit deutlich geringeren Sicherheitsvorkehrungen zu verlegen. Dank Überwachungskameras und Aussagen mehrerer Mitarbeiter wurde später bekannt, dass sowohl der Anwalt als auch Gilberto die Küche des Gefängnisses betraten, wo sich der Angeklagte umziehen konnte. Er setzte eine Perücke auf, zog Frauenkleidung an und verließ das Gefängnis unbehelligt. Nachdem die Flucht bekannt geworden war, setzten die Behörden eine Belohnung von $50.000 aus und leiteten mehrere Suchaktionen ein. Die mutmaßliche Anwältin des Mannes wurde wegen Beihilfe zu seiner Flucht festgenommen. Zeugenaussagen zufolge hatte der Häftling ihr $25.000 angeboten, von denen er ihr $10.000 für die Umsetzung der Absprachen übergab. Sie sollte ein Fahrzeug mieten, eine Perücke sowie Frauenkleidung beschaffen und außerdem einen Angehörigen der Nationalpolizei sowie einen Gefängniswärter bestechen, damit sie ihn in die Küche ließen und er das Gefängnis verlassen konnte. Im Juni 2017, als Gilberto noch auf freiem Fuß war, begannen die ersten Anhörungen im Fall der Entführung und Tötung von 5 jungen Menschen. Alcibiades Méndez entschuldigte sich bei den Familien der Opfer und bei der Bevölkerung Panamas. Er erklärte, dass er keinen der Entführten getötet habe, dass der Konflikt mit Sami nicht Teil des ursprünglichen Plans gewesen sei und fügte hinzu, dass Gilberto derjenige gewesen sei, der die ersten beiden Opfer getötet und die letzten beiden lebendig begraben habe. Alcibiades erklärte außerdem, dass Gilberto die gesamte Organisation gesteuert habe, mit den Familien gesprochen habe, entschieden habe, wer entführt werden sollte und dass er selbst lediglich eine ausführende Figur gewesen sei. 2 Monate nach Beginn der Verhandlungen im September desselben Jahres wurde Gilberto festgenommen und konnte daraufhin an dem Verfahren teilnehmen, bei dem er erneut erklärte, nichts mit den Verbrechen zu tun zu haben. Schließlich begann am 22. Juni 2018 der offizielle Prozess, in dem das Berufungsgericht Gilberto Ventura Ceballos und Alcibiades Méndez wegen Entführung und vorsätzlicher Tötung von 5 jungen Menschen zu 50 Jahren Haft verurteilte. Die wegen Beihilfe zu diesem Verbrechen verhafteten Frauen wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt. Darüber hinaus erhielt Gilberto eine zusätzliche Strafe von 5 Jahren wegen Flucht sowie wegen Verschwörung zur Begehung einer Straftat.
Es sei daran erinnert, dass Panama und die Dominikanische Republik eine Vereinbarung getroffen hatten, wonach der Mann nicht mehr als 30 Jahre im Gefängnis verbringen durfte, weshalb seine ursprüngliche Haftstrafe von 50 auf 30 Jahre reduziert wurde. Doch damit war die Geschichte von Gilberto Ventura Ceballos noch nicht zu Ende. Am 4. Februar 2020 floh er erneut aus einem panamaischen Gefängnis. Es war bereits seine dritte Flucht, wenn man seine frühere Flucht aus der Dominikanischen Republik mitrechnet. Auch dieses Mal erhielt er Hilfe von Personen innerhalb der Haftanstalt. Mindestens 3 Wärter leisteten ihm Beihilfe, was offenbar zum Zeitpunkt seiner Flucht von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Gilberto wurde nach 9 Tagen wieder gefasst. Am 13. Februar wurde der Täter unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen mit einem Hubschrauber nach Panama-Stadt zurückgebracht. Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt brachte man ihn in das Hauptquartier der Nationalpolizei. Dort wurde er medizinisch untersucht, da er Anzeichen von Dehydrierung aufwies und anschließend erneut inhaftiert. Es sei darauf hingewiesen, dass infolge dieser zweiten Flucht der Sicherheitsminister zurücktrat und ein weiterer Minister seines Amtes enthoben wurde. Im Fall von Gilberto Ventura Ceballos bestehen zahlreiche Unstimmigkeiten im Verhalten der Polizei. Vertreter der chinesischen Gemeinschaft in Panama berichteten, dass es viele Hinweise gegeben habe, denen die Behörden jedoch nicht nachgegangen seien. So war beispielsweise beim zweiten Opfer Yong auf dessen Mobiltelefon ein GPS-System aktiviert gewesen, mit dem seine Ehefrau in Echtzeit verfolgen konnte, wo er sich befand. Sie leitete diese Information an die Behörden weiter, doch diesen Angaben wurde offenbar keine Bedeutung beigemessen. Letztlich nahmen diese Männer 5 jungen Menschen das Leben, um an Geld zu gelangen, und Gilberto suchte weiterhin nach Wegen, finanziellen Gewinn zu erzielen, indem er sogar plante, direkt aus dem Gefängnis heraus ein Buch über seine grausamen Taten zu veröffentlichen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.